Wie viele von euch haben genauso große Probleme mit Scheiben streifenfrei zu reinigen wie ich? Und wie viele von euch hätten gerne eine Methode, die immer funktioniert? Genau die zeige ich euch in diesem Video, sogar 3 davon. Die Scheibenreinigung klingt erstmal wie ein super einfacher Vorgang. Scheibenreiniger, Tuch, abwischen, fertig. Ist aber nicht so leicht wie gedacht, denn wenn wir hier in der Halle sind, die Scheiben putzen und durchgucken, sieht alles super aus. Fährt der Kunde in die Sonne, hat er manchmal Schlieren oder irgendwelche Streifen oder einfach noch einen Film. Und das liegt daran, dass wir, wie bei allen Verschmutzungen am Fahrzeug, uns einfach bewusst machen müssen, was wir hier für eine Verschmutzung haben. Deswegen gibt es auch 3 verschiedene Methoden für 3 verschiedene Verschmutzungen. Methode Nummer 1, ganz simpel, ein Glasreiniger, ein Tuch, ein Waffeltuch, ein Glastuch, aufsprühen, reiben, zeigen wir euch gleich. Funktioniert immer dann, wenn die Scheiben eigentlich sauber sind. Ihr habt zum Beispiel das ganze Auto schon gewaschen und wollt einfach nur noch mal so als Final Touch rüber, um die Scheiben perfekt zu haben. Reicht vollkommen aus, funktioniert. Da ist der Scheibenreiniger sehr wichtig, weil ihr müsst einen haben ohne Farbstoffe, ohne Zusatzstoffe, mit ein bisschen Alkoholgehalt, damit er wirklich streifenfrei ablüftet, vielleicht noch ein paar Wasserflecken wegnimmt und keine Schlieren hinterlässt. Variante 2 ist bei diesem Zustand von außen perfekt. Variante 2 funktioniert dann gut, wenn ich normalen Schmutz auf der Scheibe habe, keine Fette, keine Öle, keine Substanzen vom Menschen, dazu komme ich gleich genau, dann funktioniert die perfekt. Du brauchst einen guten Scheibenreiniger, 2 Glastücher, im Endeffekt einmal vorreinigen, einmal nachwischen, ist ganz einfach. Wie genau zeigen wir euch gleich. Wie gesagt, ist immer gut, wenn man mal Scheiben von außen reinigt, die so einen Straßenschmutz haben, die aber nicht ölig, fettig verschmutzt sind. Und Variante 3 ist der Punkt, an dem ich mich ewig aufgehalten habe. Ja, die Leute, die mich kennen, wissen, ich hasse Scheibenputzen. Ich habe es nie streifenfrei hinbekommen, vor allen Dingen im Innenraum. Ich habe gewischt und geputzt und Reiniger ausprobiert von Würth, Polytop, Kochchemie, Saunax, Frosch, Lidl, Kaufland, alles was es gibt. Es hat einfach nicht geklappt. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, was ist denn das Problem? Es kann ja nicht sein, dass alle Scheibenreiniger, die ich benutzt habe, Schlieren hinterlassen. Und es kann auch nicht sein, dass ich so behindert bin, dass ich es wirklich nicht hinkriege. Und kam dann einfach auf den Gedanken, dass gerade im Innenraum wir natürlich sehr fetthaltige Verschmutzung haben. Wir haben das Kondensat aus unserem Atem, was sich gerade auf der Frontscheibe niederlässt. Häufig haben wir sogar Rauch, oder wenn jemand im Auto raucht, ist das Problem noch größer. Wir haben Fingerabdrücke, wir haben Berührungen, wir haben vielleicht Tiernasen, wir haben alle möglichen fettigen, öligen, haftenden Substanzen, die sich so schön an der Innenscheibe ablagern. Und um die effektiv zu entfernen, müssen wir einfach vernünftig reinigen. Und da gilt der Grundsatz, der Reiniger löst an. Was am Ende wirklich reinigt, ist das Wasser. Und deswegen ist unsere dritte Methode eine Methode, die tatsächlich nass funktioniert. In einem 2-Stufen-Verfahren ist nicht aufwendiger als die zweite Methode, aber ist im Innenraum ultra effektiv und garantiert, das garantiere ich euch bei richtiger Ausführung, streifenfreie Scheiben. Jetzt ist genug der Vorrede, wir springen mal direkt rein in die Methoden. Bei der ersten Methode brauchen wir eine grundsätzlich saubere Scheibe, bei der wir nur noch mal letzte Handgriffe anlegen. Das kann man mit Isopropanol oder einem guten Glasreiniger machen. Wir benutzen auch nur ein Tuch, sprühen den Reiniger direkt ins Tuch und machen die Scheibe noch mal final sauber. Da geht es wirklich darum, nur leichte Schlieren und Waschrückstände zu beseitigen. Bei der zweiten Methode ist es wichtig, dass wir gut viel Reiniger auf die Scheibe bringen, denn der Reiniger braucht auch Zeit und muss in genügender Menge vorhanden sein, um den Schmutz zu lösen. Im Idealfall, wenn das Auto es ermöglicht, weil es noch nicht zum Beispiel versiegelt ist, direkt auf die Scheibe sprühen, wenn nicht, satt ins erste Tuch und dann mit dem ersten Tuch den Schmutz runternehmen, mit dem zweiten Streifen. Bei der dritten Methode geht es, wie gesagt, darum, wirklich eine Innenraumscheibe mit Fett und allem Möglichen, was ich vorher beschrieben habe, zu reinigen. Der Reiniger im Eimer ist dabei völlig egal. Es geht darum, dass ein Reiniger da drin ist, der Fettlösevermögen hat, also ein tensithaltiger Reiniger, wie zum Beispiel Froschneutral, den wir jetzt im Eimer haben, oder ein leicht alkalischer Reiniger kann dafür auch verwendet werden. Es kann auch ein Glasreinigungskonzentrat verwendet werden. Es ist egal. In der Methode reinigt das Wasser in Kombination mit der Mikrofaser. Ob ihr einen Handschuh nehmt oder einfach ein Mikrofasertuch, bleibt euch überlassen. Ich nehme ganz gerne einen Zottelhandschuh, weil der erstens sehr gut Dreck aufnimmt und zum Zweiten ich ihn anziehen kann und gerade an der Frontscheibe damit ein optimales Arbeiten habe. Reinige das mit dem Wasser und dem Reiniger und wische am Ende wirklich nur noch streifenfrei nach und habe eine perfekt saubere Oberfläche. Meine Lieblingsreinigungsmethode, die ich im Innenraum immer ausnahmslos anwende, weil dann das Ergebnis einfach am besten ist. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr eine der Methoden noch nicht kanntet. Sucht euch die aus, mit der ihr am besten klarkommt und nehmt euch wie immer das mit, was euch gebracht hat. Den Rest lasst ihr einfach links liegen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.